Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es um kein einzelnes bestimmtes Thema. Heute haben wir mehrere Themen in einem zusammengefasst. Es geht um meinen Ellet Liberty, den werde ich verkaufen. Dann geht es um Thema Bewässerung. Wir fahren nochmals auf unser Testgelände. Heute ohne Schnee, ihr seht's, Bombenwetter. Und es geht auch um ein kleines Update vom Loopy Green. Viel Spaß! Ich habe ein kleines Paket bekommen. Da ist eine Hunter drin. Ich habe gesagt, wir packen es einfach mal aus. Wo gehen wir hin? Hier. Ich habe was bestellt von Hunter, von Rainbird, alles Mögliche. Und zwar, mal schauen, was da überhaupt alles drin ist. Wir haben bestellt, wenn ich das gleich wegweht, einmal eine neue oder nochmals eine zusätzliche Hunter Hydra Weiß, die Pro HC. Ich bin ja mit meiner, ich habe meine jetzt schon ein Jahr im Gebrauch und ich muss sagen, die ist wirklich richtig gut und die ist jetzt für den Alex. Alex hat sich auch eine bestellt und ich habe mir dann noch von Rainbird was bestellt und zwar neue Bewässerungsdüsen. Denn ich habe ja meine MP-Rotatoren, die eigentlich ähnlich aufgebaut sind, die fast gleich aussehen. Aber ich muss das sagen, ich möchte jetzt einfach mal die Rainbird testen. Das sind die R-Van. Die sollen richtig cool sein. Das Sprühbild soll etwas gröber sein. Sie sollen schneller drehen. Sie brauchen, glaube ich, auch etwas mehr an Wasser. Sie lassen sich aber besser einstellen, weil man keinen Schlüssel braucht. Und ich will es einfach mal testen. Jetzt weht es mir hier noch ein Papier weg. Ich möchte sie einfach mal testen, weil ich einfach der Meinung bin, dass meine MPs oder MP-Rotatoren, vor allem die MP3000, die hängen immer, die hängen sehr häufig. Einmal im Jahr muss ich sie austauschen und das nervt und deswegen will ich mal die Rainbird testen. Und dann habe ich beschlossen, dass ich einen Kreis, sprich diesen Kreis hier, komplett mal austauschen werde und schauen werde, wie sie sich machen, ob sie vielleicht besser sind vom Sprühbild, vom Gesamtergebnis oder nicht. Noch kann ich nicht sagen, sie sind noch nicht eingebaut. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr Hunter habt oder Rainbird habt oder was ihr habt. Ja, wie gesagt, da wird aber dann auch noch ein separates Video kommen, einfach mal vorab für euch, was so alles ansteht. Ja, mein geliebter Ellet Liberty, da steht er mit allem möglichen Zubehör. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe ein lachendes und ein weinendes Auge, denn ich werde ihn verkaufen. Der Liberty, ich finde ihn mega klasse. Es ist ein richtig, richtig cooler Mäher. Aber er muss weichen. Ich habe keinen Platz und sonst bekomme ich auch Ärger mit meiner Frau, denn ich habe mir einen Sterling bestellt. Ich habe mir einen Sterling bestellt, 20 Zoll. Auch mit allen Kassetten, was hier zur Verfügung sind. Und deswegen muss einfach der Liberty weg. Und nicht nur ich habe einen Sterling bestellt, sondern wir waren beide, Alex und ich, wir waren beide so begeistert von dem Sterling, von dem Handling, von dem Schnittbild, einfach von allem. Deswegen hat auch Alex sich einen Sterling bestellt und deswegen hat er auch gesagt, er möchte kein Liberty, er kauft sich auch gleich einen Sterling. Also an euch, wer Interesse hat, darf natürlich uns gerne eine Privatnachricht schreiben, am besten per E-Mail, perfectgreen@mail.de. Einfach anfragen, wenn ihr Interesse habt. Wie gesagt, er steht zum Verkauf, allerdings nicht gleich, sondern der Sterling, er wird voraussichtlich Mitte Mai, Ende Mai geliefert. Wir wissen es noch nicht ganz, es kann natürlich auch Juni sein. Dann werden wir noch ein, zwei Videos drehen vom Sterling und Liberty, einfach die Unterschiede, kein direkter Vergleich, sondern einfach Unterschiede, ob es der Mehrpreis wert ist oder nicht, wie auch immer. Und erst dann steht der Liberty zum Verkauf. Also ich denke mal so Anfang Juni könnt ihr ihn dann abholen. Ihr bekommt dann auch, oder derjenige, der ihn kauft, bekommt dann auch eine berüchtigte Latte, eine Latte Macchiato. Und somit ja, wird es richtig, richtig cool.
Ja, dann hätte ich gesagt, was haben wir noch? Wir haben noch das Thema Loopy Green. Ihr seht's, ich bin aktuell auf einem Loopy Green gedüngten Rasen und den schauen wir uns jetzt mal genau an mit Detailaufnahmen im Vergleich zum normalen Rasen. Kommt schon. Ja, wie gesagt, Loopy Green, diese Fläche hier ist ja komplett mit Loopy Green gedüngt. Wir haben jetzt den, kurz drauf schauen, 10. April und ich habe jetzt heute das 3. Mal gedüngt. Da richte ich mich ja an den High-End Pflegeplan, Supina Edition. Und ich muss echt sagen, vor einer Woche hatten wir nochmals 20 cm Schnee. Und ich muss echt sagen, ich weiß nicht, ob es ihr seht, aber ich sehe aktuell absolut keinen Unterschied. Ich sehe wirklich keinen Unterschied. Bisher die Stadtwirkung, und das war meine größte Sorge, dass der Loopy Green, der organisch-mineralische, dass er einfach eine verzögerte Stadtwirkung hat. Das war meine Sorge, muss ich aber echt sagen, ist nicht der Fall. Er kann mit dem Spring, der rein mineralisch ist, kann er bisher absolut mithalten. Wir haben hier, wir können es auch wirklich mal genau zeigen, wir zeigen gleich noch Detailaufnahmen. Ich habe übrigens einen kleinen Kritikpunkt habe ich schon entdeckt. Und zwar, wie gesagt, soeben eigentlich gedüngt, vorhin gedüngt. Und ihr seht es vielleicht auch hier, ich habe überall im Rasen, hier sieht man es zum Beispiel ganz, ganz stark, hier sind im Schattenbereich sieht man es noch besser. Der Rasen ist natürlich noch nicht richtig dicht. Ja? Wir haben Frühjahr, er wird noch deutlich dichter. Und der Loopy Green bleibt oben auf dem Rasen liegen, weil er einfach zu grob ist. Also ich finde ihn zu grob. Und da muss ich echt sagen, wird das mein Rasen zu dicht. An der Schnitthöhe kann es noch nicht liegen. Ich bin jetzt aktuell bei 17 mm. Ich gehe auch noch weiter runter. Aber ich finde ihn momentan relativ grob. Das Elite-Granulat von dem Spring, Pro Greens und so, das fällt sofort runter und ist sofort weg. Und ich habe jetzt hier überall wie so kleine Splittkügelchen. Beim Mähen nimmt es die auf, beziehungsweise es rattert etwas in der Spindel. Deswegen, das finde ich schon mal etwas negativ. Aber sonst, wie gesagt, von der Stadtwirkung her sehe ich absolut, von der Grünfärbung sehe ich absolut keinen Unterschied. Wir können auch gerne mal diese Fläche hier anschauen. Die ist jetzt nicht wirklich dichter oder grüner oder egal was. Also die ist auch nicht trittfester. Hier wird nämlich mit dem Mineralischen gedüngt. Da merke ich bisher nicht wirklich einen Unterschied. Also da ist bisher alles gleich. Also von dem her, ich bin mega gespannt, wie sich das voll entwickelt. Vor allem auch im Sommer, wenn dann mal richtige Temperaturen kommen mit 30 Grad und noch höher. Da bin ich echt mal gespannt, wie sich der Rasen dann macht. Wie gesagt, 3 Düngungen sind rum. Und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was er so macht oder wie er sich entwickelt. Ja, und jetzt hätte ich gesagt, ich schnapp mal kurz mein Placker. Mein Placker, ihr kennt das Teil, wo man aussticht, wo man so richtige kreisrunde Teile aussticht. Und dann fahren wir zu unserer Testfläche, wie gesagt, heute ohne Schnee. Denn da will ich mir mal den Boden anschauen, ob er mehr sandig ist oder mehr ton- und lehmhaltig. Und da hätte ich einfach gesagt, ins Auto, Placker holen. Andersrum, Placker holen, ins Auto, los geht's. So, wir sind auf unserer Fläche. Hier ist der Placker, der Rasodox. Übrigens, der ist, mir wurde ein neuer zugeschickt, möchte ich euch kurz zeigen. Und zwar, der hat neue Griffe. Ja, richtig cool, liegt deutlich besser in der Hand als die erste Version. Die sind einfach ergonomischer und wie gesagt deutlich besser. Und die Schweißnähte, die Schweißpunkte wurden nochmals überarbeitet. Also qualitativ war er vorher schon richtig, richtig gut und jetzt natürlich noch besser. Würde sagen, wir schauen uns das einfach mal an. Ihr seht jetzt auch mal die Fläche ohne Schnee und ihr seht auch hier ganz klar, es ist einfach mega uneben und ich gehe jetzt einfach mal in die Mitte von der Fläche und mache da einfach mal ein Loch rein. Ja, oh, ein Maulwurf. Wir haben sogar einen Besucher. Hier ist ein Maulwurfhügel. Ich glaube, das sind mehrere hier. Das wird ja spaßig, ne? Ja,
Das wird spaßig, da bin ich mal gespannt, wie sich das macht. Aber dann können wir auch da ein Video drehen. Ne? So. Flupp. Geiles Teil, finde ich so cool. So, drücken wir mal durch. Flupp hat es gemacht. Da ist er. Ja, gleiche Boden wie bei uns. Wie soll es auch anders sein? Es ist circa 2 Kilometer von meinem Grundstück weg. Und der Boden ist wirklich matschig, lehmig, tonhaltig, nicht besonders gut. Naja, okay. Da müssen wir einiges machen. Wir hatten jetzt auch schon Gespräche mit einem Landwirt. Der wird die komplette Fläche hier einebnen und wird alles schön feinkrümelig machen, damit wir einsäen können. Wir möchten uns auch recht herzlich bedanken für eure Kommentare, für eure Vorschläge und alles, was drumherum gehört. Für die mega guten Ideen, was ihr hattet. Es wird auf jeden Fall richtig cool und wir haben uns auch entschieden, wir machen 3 verschiedene Grassorten rein. Wir machen einmal einen sehr trockenheitsresistenten Rasen rein mit viel Rohrschwingel. Dann machen wir unsere Hauptempfehlung, unseren Rasana Top rein. Und dann machen wir noch einen reinen Sportrasen rein, der, ich meine, ich glaube 60 oder 70% Lolium perenne beinhaltet und 30% Pratensis, damit man einfach mal die Unterschiede sieht. Und wie gesagt, wird richtig, richtig cool. PV-Anlage haben wir auch schon bestellt. Lieferzeit derzeit 8 Wochen, echt übel. Wird auf jeden Fall eine relativ große Anlage mit 1 Kilowatt Peak. Und ein Batteriespeicher, ich meine 10 oder 11 Kilowattstunden Speicher, also ordentlich Power. Und somit können wir auch mal 1-2 Tage überbrücken, auch wenn mal keine Sonne scheint, weil ihr seht es ja auch, wir sind jetzt hier schon im Schatten und das wird auch für das Gras wirklich eine Belastung werden. Aber die PV-Anlage ist den ganzen Tag in der Sonne und somit müsste es eigentlich auch funktionieren. Ja. Was ich noch sagen wollte, beziehungsweise habe ich auch schon im letzten Video gesagt, diese Fläche hier wird wirklich eine reine Robi-Fläche vorerst. Wir können hier auch leider keine Tests machen mit, ein paar haben vorgeschlagen, Unterschied Verticat, erifizieren, nicht erifizierte Fläche und. Wäre natürlich richtig cool, aber leider haben wir da nicht die Zeit dazu, weil, wie gesagt, es soll einfach eine Fläche sein, wo relativ wenig Zeit investiert wird. Wir haben ja beide einen Hauptjob und beide haben natürlich Familien und beide haben auch noch einen nahezu perfekten Rasen daheim und der muss auch gepflegt werden. Gut, ja, ich hätte gesagt, das war es soweit mit dem Update-Video. Wenn Fragen sind, einfach in die Kommentare. Alle Werkzeuge oder Bewässerungstechnik etc., die Links findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung mit Rabattcode, auch von dem Rasodox gibt es auch einen Rabattcode. Ansonsten freue ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.